Weihnachten, die stille und besinnliche Zeit. Ich erinnere mich gerne zurück, als meine Mutter früher einen leckeren Entenbraten zubereitet hat und an den Feiertagen roch es im ganzen Haus nach Blaukraut und Knödel. Und manchmal hat es sogar geschneit. Herzlich willkommen beim Buschkoch. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, wie ich das mache, dann bleibt ihr dabei. Viel Spaß! So, wir brauchen eine Orange, 2 große Zwiebeln, 2 Äpfel, ein bisschen Paprikapulver, ein bisschen Beifuß und ein Lorbeerblatt, ein Majoran, ein Salz, ein Pfeffer und ein bisschen ein Glühwein. Da habe ich jetzt eine schöne junge bayerische Ente, die hat 2400 Gramm und die werde ich euch jetzt zeigen, wenn man die herrichtet. Ein bisschen an Rosmarin und eine Petersilie habe ich auch noch mitgebracht, das brauchen wir dann später noch. So, als erstes klappt man da hinten einmal das Stück von dem Hals aus und das schneiden wir schon mal ab. Dann das Hacksel, das schneiden wir genau hier durch. Da braucht man kein Hackbeil, das wird einfach durchgeschnitten. Dann hat man das schon so. Dann schneide ich immer ganz gern das Allerwerteste weg, weil das schmeckt nicht. Dann ist da meistens so ein Beutel, da sind die Innereien drin und da brauchen wir auf jeden Fall den Hals. Den brauchen wir jetzt dann zum Soße machen. Mit den Knochen zusammen setzen wir jetzt dann gleich die Entensoße an. Dann brauchen wir Salz. Das mischen wir jetzt mit Pfeffer. Und ein bisschen Paprikapulver kommt noch dazu. Das werden wir jetzt vermischen. So, wenn das dann fertig ist, dann nehmen wir das und dann das Außen auf die Ente schön einreiben, überall gleichmäßig. Und was ich jetzt immer noch ganz gerne mache, ich schneide hier die Sehne durch. Warum, zeige ich euch dann am Schluss. Ihr könnt es euch sicher schon denken. Und wer das jetzt nicht möchte, der kann auch hier das Fett noch vorher rausnehmen. Und wenn wir das dann so weit haben, dann stellen wir das einmal auf die Seite. Jetzt brauchen wir unsere Füllung. Dann nehmen wir den Rest von unserem Gewürz. Da tue ich jetzt den Beifuß rein. Der schaut so aus. Und ein bisschen Majoran. Und das vermische ich jetzt noch einmal. Und da würze ich jetzt unsere Zwiebeln, den Apfel und die Orange und mische das dann nochmal gescheit durch. So, jetzt nehmen wir unsere Füllung und werden da die Ente damit füllen. Und den Petersilie ganz mit rein. Und von dem Rosmarin tue ich auch so einen Zweig mit rein. Und dann machen wir das alles schön voll. So, jetzt habe ich da meinen Bräter aufgestellt. Der wird auch schon langsam heiß. Und da braten wir jetzt die Knochen an. Ich tue extra kein Fett rein, weil das ist schon fett genug. Und das lassen wir jetzt schön anbraten. Den Ofen habe ich schon vorgeheizt jetzt auf 170 Grad. Wenn das jetzt soweit ist, dann lösche ich mit ein bisschen an Glühwein ab.
Oh, das duftet. Und jetzt kann ich auch schon den Rest von der Füllung da reingeben. Und dann lassen wir das noch ein bisschen rösten. So, zwischendrin gieße ich nochmal auf. Das duftet so nach Weihnachten. So, und weil das jetzt so schön war, gießen wir jetzt das letzte Mal auf. Ihr seht schon, jetzt kriegen wir schon langsam eine schöne Farbe. Dann gieße ich nochmal ein Glas Wasser auf. Und dann kommt die Ente rein, und zwar mit der Brust erst einmal nach unten für eine Stunde. Insgesamt schätze ich, wird es gute 2,5 Stunden dauern. Man rechnet so ungefähr pro Kilo immer eine Stunde, also 2400 Gramm, circa 2,5 Stunden. So, die erste halbe Stunde ist um, jetzt schauen wir mal rein. Da geht es heiß raus. Schaut gut aus, genug Flüssigkeit ist auch noch drin. Lassen wir es noch eine halbe Stunde so. So, ab und zu mal ein bisschen nachgießen, dass das nicht anbrennt. So, die Stunde ist vorbei. Jetzt drehen wir es einmal um. Schaut die nicht schon lecker aus? So, und da kann man jetzt sehen, warum ich hier die Sehne eingeschnitten habe. Das Fleisch ist jetzt hier nach unten gewandert und gerutscht. Und ich finde das ein bisschen ästhetischer und es schaut auch ein bisschen schöner aus. So, jetzt gieße ich hier noch ein bisschen Wasser auf. Und dann behalten wir es im Auge die nächste Stunde. So, ich habe es jetzt raus, die Ente. Die hat eine Kerntemperatur von 60 Grad jetzt. Das soll ja nicht höher sein wie 70 Grad, weil sonst verändert sich ja das Eiweiß und dann wird die Ente eher trocken. Jetzt gehe ich weiter, jetzt tue ich die Soße erst einmal abpassieren, dann kommt die Ente noch zum Krusteln in den Ofen. So, jetzt zeige ich euch noch einen Trick. Das habe ich mal von einer alten Frau gelernt. Die hat hier Kondensmilch. Damit hat sie die Ente eingepinselt und die hat felsenfest behauptet, dadurch wird die Ente extrem knusprig. Und das probiere ich jetzt einmal aus. Und ihr seid da dabei und dann könnt ihr euch selber euer Urteil bilden. Das Ganze geht jetzt nochmal in den Ofen und zwar auf Grillfunktion. Ja, und in der Zwischenzeit schöpfe ich nochmal das Fett hier ab von meiner Soße. Schönes Entenfett, das kann man sich auch gern aufheben. Das passt auch super ins Blaukraut. Da gebe ich jetzt auch gleich einen schönen Schöpfer voll dazu in mein Blaukraut, weil das macht das Ganze besonders lecker. So, dann gebe ich noch das Lorbeerblatt in die Soße und noch ein bisschen Majoran. Und noch ein bisschen Beifuß, das lasse ich jetzt nochmal alles schön aufkochen. Danach wird die Soße abgebunden und dann können wir gleich essen.
So, ganz zum Schluss tue ich jetzt den Vogel hier nochmal raus. Und zwar tue ich den jetzt halbieren und lege ihn dann nochmal kurz rein, damit er von allen Seiten auch richtig knusprig wird. So, ich wünsche euch allen noch einen schönen Advent. Bleibt alle gesund, feiert schön mit euren Familien, kocht mein Essen nach und schaut bitte wieder rein bei mir nächste Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like oder vielleicht sogar ein Abo da. Vielen Dank, bleibt gesund, bis dann, euer Buskoch.